Hallo Leute, in diesem Video zeige ich dir, welche Lokomotiven voraussichtlich im Juli 2026 von Märklin ausgeliefert werden. Außerdem gibt es interessante Informationen zu den einzelnen Lokomotiven. Diesmal geht es um die WM und wir schauen uns auch eine neue Startpackung an. Los geht's! Hallo, ich heiße dich herzlich willkommen bei den Dachbodenmodellbahnern. Ich bin Ralf und ich zeige dir die Märklin H0-Neuheiten von Juli 2026. Märklin hat erst am 10. Juli die Auslieferungsmonate für das dritte Quartal veröffentlicht. Das ist der Grund, warum dieses Video etwas später fertig geworden ist. Es sollen ja nur die Neuheiten hier im Video vorkommen, die gerade erst lieferbar sind oder kurz vor der Auslieferung stehen. Man will als Modellbahner nicht lange warten, aber jetzt starten wir auch direkt durch. Wenn dir das Video gefällt, dann lass gerne ein Like und ein Abo da, das bringt den Kanal weiter. Wir danken dir dafür. Als erstes geht es um die Baureihe 185.2 North America 2026. Die Baureihe 185.2 der Deutschen Bahn ist einer der wichtigsten und stückzahlenmäßig erfolgreichsten Elektrolokomotiven im modernen deutschen und europäischen Güterverkehr. Sie gehört zur großen Trax-Familie des Herstellers Bombardier Transportation und stellt eine technische Weiterentwicklung der ursprünglichen Baureihe 185.1 dar. Optisch und technisch unterscheidet sich die 185.2 deutlich von ihren älteren Schwestern. Das auffälligste Merkmal ist die veränderte Front. Um den neueren, strengeren EU-Normen zur Kollisionssicherheit zu entsprechen, erhielt die Lokomotive einen crash-optimierten Kasten. Die Front wirkt dadurch bulliger, die Ecken sind kantiger und die Pufferbohle ist massiver ausgeführt. Im Inneren wurde die Leistungselektronik modernisiert. Statt der ursprünglichen GTO-Thyristoren kommen moderne, wassergekühlte IGBT-Stromrichter zum Einsatz, was die Lokomotive im Betrieb effizienter und wartungsfreundlicher macht. Die Lokomotive hat eine Leistung von 5600 Kilowatt und ist 140 Kilometer pro Stunde schnell. Die Deutsche Bahn bestellte insgesamt 200 Exemplare dieser Unterbaureihe, die zwischen 2005 und 2006 ausgeliefert wurden. Das Modell zeigt die Elektrolokomotive der Baureihe 185.2 in fiktiver Ausführung anlässlich der diesjährigen Fußball-WM in Nordamerika. Das Modell ist ab Werk bereits lieferbar. Highlights sind attraktives Design zur WM, Pantographen und Kupplungsbügel hochwertig mit 24-karätigem Gold vergoldet, mit Echtheitszertifikat, Lokgehäuse aus Metall. Separat angesetzte Griffstangen an den Lokfronten. Ein Hochleistungsmotor und Pufferkondensator wird nicht erwähnt. Dafür hält sich der Preis noch im Rahmen, wie ich finde. Die Länge über Puffer beträgt 21,7 cm. Jetzt geht es um die Elektrolokomotive RE 460 der Schweizerischen Bundesbahn. In den 1980er Jahren stand die SBB vor einer Herausforderung. Das Schienennetz sollte schneller, dichter und komfortabler werden. Die vorhandenen Lokomotiven waren für die geplanten Geschwindigkeiten von 200 km pro Stunde auf Neubaustrecken und für die schweren Intercity-Züge durch die Alpen nicht ausgelegt. Eine neue universell einsetzbare Hochleistungslokomotive musste her. Die SBB erteilten den Auftrag an ein Konsortium aus ABB für die Elektrik und der SLM Inventur für den mechanischen Teil. Für die markante aerodynamische Form zeichnete sich das berühmte italienische Designstudio Pininfarina verantwortlich. Die erste Lokomotive wurde 1991 ausgeliefert. Insgesamt beschafften die SBB 119 Exemplare. Die RE 460 ist optisch extrem wandlungsfähig. Durch ihre großen, glatten Seitenflächen aus glasfaserverstärktem Kunststoff wurde sie ab Mitte der 1990er Jahre zur perfekten rollenden Plakatwand. Kaum eine andere Lokomotive weltweit war in so vielen verschiedenen, teils kunstvollen Werbelackierungen zu sehen. Bei ihrer Einführung war sie ein technisches Meisterwerk und setzte neue Standards in der Drehstromantriebstechnik. Die Lokomotive hat eine Leistung von 6100 Kilowatt und ist 230 Kilometer pro Stunde schnell. Nachdem sie in ihren Anfangsjahren auch schwere Güterzüge über die Gotthard- und Lötschbergbahn zog, ist die RE 460 heute ausschließlich im hochkarätigen Personenfernverkehr anzutreffen. Das Modell zeigt die Elektrolokomotive RE 460 der Schweizerischen Bundesbahn in neutraler feuerroter Grundfarbgebung. In der Ausführung mit erhabenen Stirnsignet im Betriebszustand ab 2025. Auch dieses Modell ist bereits ab Werk lieferbar. Highlights sind Ausführung mit erhabenen Stirnsignet, filigrane Einholm-Stromabnehmer,
4 Achsen angetrieben, Führerstandsbeleuchtung, europäischer und Schweizer Lichtwechsel. Mit Pufferspeicher zur Überbrückung von kurzen stromlosen Stellen. Die Länge über Puffer beträgt ca. 21,3 cm. Diese Baureihe sieht schon sehr ungewöhnlich aus, wie ich finde. Als passender Personenwagen verweist Märklin zum Beispiel auf die Artikelnummer 43653. Als nächstes geht es um die Diesellokomotive der Baureihe 220. Die Baureihe 220 war das Symbol des Wirtschaftswunders und der Inbegriff für den Strukturwandel von der Dampf- zur Dieselkraft. Die V200 war in den 1950er Jahren das Flaggschiff der Deutschen Bundesbahn. Mit ihrem markanten rundlichen Design, der eleganten roten Lackierung und dem großen silbernen V an der Front war sie ein echtes Designobjekt. Sie wurde gebaut, um die schweren Dampfloks im Schnellzugdienst abzulösen. Sie war eine dieselhydraulische Lokomotive. Das Besondere an ihr war das Antriebskonzept mit 2 getrennten Motoren mit ca. 1100 PS Leistung. Die Höchstgeschwindigkeit betrug 140 km pro Stunde. Da sie für den Personenverkehr gebaut wurde, besaß sie einen automatischen, ölgefeuerten Dampfheizkessel für die Wagen. Das Modell zeigt die schwere dieselhydraulische Mehrzwecklokomotive der Baureihe 220 der Deutschen Bahn Gleisbau in fiktiver Gestaltung in goldgelber Grundfarbgebung. Voraussichtliche Auslieferung dieses Modells wurde auf Juli 2026 verschoben. Highlights sind schwere Metallausführung, kulissengeführte Kupplung mit Pufferspeicher zur Überbrückung von kurzen stromlosen Stellen. Führerstandsbeleuchtung, Maschinenraumbeleuchtung, alle 4 Achsen sind über Kardan angetrieben. Die Länge über Puffer beträgt rund 21 cm. Die Farbe steht dem Modell auf jeden Fall. Fiktive, hochpreisige Modelle sind aber nicht so meins. Ich hätte gerne ein Modell eines Originals. Jetzt schauen wir uns mal eine neue C-Gleis-Digital-Startpackung an. Mein Sohn Joshua und auch ich damals in den 1980er Jahren haben auch mit einer Startpackung angefangen. Das Thema der Packung, der Spielwert und vor allem der Preis muss dafür passen. Und da muss ich sagen, ist für rund 180 € einiges dabei. Eine Diesellokomotive mit Licht, 3 Waggons, sogar ein LKW mit Zubehör sind dabei. Dazu alles, was man zum Steuern braucht, auf einem ansprechenden Schienenoval mit Abstellgleis. Preisbedingt viel Realismus und Sound bei der Lokomotive. Das Thema der Packung Kommunalgestaltung höre ich allerdings das erste Mal. Ein Feuerwehrzug oder Containerzug sind da vielleicht sprechender. Realistisch muss es für die Kids ja nicht sein. Die Eltern müssen dem Kind dann erklären, was ein Kommunalzug so macht. Dabei wünsche ich den Eltern schon jetzt viel Spaß. So, das war's mit diesem Neuheitenvideo von Juli 2026. Ich hoffe, dass dir das Video gefallen hat. Mach's gut, dein Kanal Die Dachbodenmodellbahner.